Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Finca Bougainville. Im letzten Video habe ich über die finanziellen Voraussetzungen fürs Auswandern nach Costa Rica gesprochen. Hier lade ich dich jetzt ein, uns auf unserer Reise zu begleiten, von den ersten Tagen auf unserem Grundstück über Rückschläge bis hin zu den Wegen, die uns durch die Natur und das Leben selbst eröffnet wurden. Es war kein leichter Pfad, aber einer, der uns und unser Leben grundlegend verändert hat, hin zu mehr Gesundheit, Bewusstsein und Erfüllung. Wenn du neugierig bist, wie es weitergeht, bleibe gerne dran und abonniere, um nichts zu verpassen. Als wir nach Costa Rica gekommen sind, hatten wir einen großen Traum. Ein eigenes Grundstück mitten in der Natur mit viel Platz für Tiere und dem Wunsch nach Selbstversorgung. Unser Grundstück umfasst etwa 2 Hektar, eine wahre Oase, üppig und wunderschön anzusehen. Doch die Freude wurde schnell gedämpft, denn in den ersten 3 Jahren haben wir vor allem Fehlschläge erlebt. Obwohl die Landschaft grün wirkte, war der Boden sehr ausgelaugt und kaum fruchtbar. Unsere Versuche, Mais, Bohnen, Kartoffeln oder Kürbisse anzubauen, blieben erfolglos. Die Ursache dafür liegt tief in der Geschichte Costa Ricas. Vor rund 60 Jahren wurde das Land großflächig abgeholzt, um Holz zu gewinnen. Anschließend folgte intensive Rinderzucht, die zu massiver Bodenerosion führte. Die fruchtbare Humusschicht, die Pflanzen zum Wachsen brauchen, ist vielerorts nur noch wenige Millimeter dick. Der Aufbau dieser Schicht braucht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Ein weiteres Problem: Das wenige, was bei uns erfolgreich wuchs, zum Beispiel Zitronen, Orangen oder Bananen, ließ sich kaum verkaufen. Die umliegenden Gemeinden produzieren ähnliche Früchte selbst und es fehlt schlichtweg an Kaufkraft, um Überschüsse abzusetzen. Wir standen also vor einer gewaltigen Herausforderung. Es gab viele Momente, in denen wir fast aufgaben. Aber die Liebe zu diesem Land, zu den Tieren und der Wunsch nach einem Leben fernab der Städte ließ uns nicht los. Wir mussten umdenken. Wir entschieden uns jedoch gegen den hier sonst üblichen Einsatz von Chemikalien. Sie würden den Boden weiter schädigen und unserer Gesundheit schaden. Stattdessen suchten wir nach Möglichkeiten, auf diesem Land ohne ertragsschwaches Getreide oder Gemüse zu wirtschaften. Die Lösung fanden wir in einer Ernährungsweise, die perfekt zu unseren Bedingungen passt: Keto Carnivore, also vor allem tierische Produkte wie Fleisch, Eier, Milch und Fisch. Ergänzt durch regenerative Viehwirtschaft entstand so ein Weg, der nicht nur unsere Selbstversorgung ermöglicht, sondern auch den Boden heilt und unsere Gesundheit stärkt. Es ist ein langer Weg, aber einer voller Hoffnung auf ein Leben in Einklang mit der Natur und auf nachhaltigen Erfolg. Das war ein kleiner Einblick in unsere Anfänge hier auf der Finca, mit allen Höhen und Tiefen. Wenn du dich jetzt fragst, warum wir uns ausgerechnet für Costa Rica entschieden haben, dann schau dir unbedingt das nächste Video an. Dort erzähle ich dir, was dieses Land für uns so besonders macht und warum wir glauben, hier genau richtig zu sein.